behaupten, dass, genau. Imagine, sie machen ihn noch schwerer. Dass genau das eben nicht passieren wird. Also, vermutlich. Ich meine, wenn das jetzt auch noch passiert, das hätte man unmöglich wissen können. Also, wenn überhaupt, würde ich jetzt mal behaupten, machen sie es eher wieder leichter. Oder zumindest fixen sie mal den scheiß Bossfight, der ist doch immer noch verbuggt, oder? Wo du einfach komplett random von diesen Tornados getötet wirst und so. Also ich meine, der Bossfight an sich ist ja immer noch scheußlich. Jetzt ist halt alles scheußlich. Der Weg zum Boss ist scheußlich und der Bossfight ist auch scheußlich. Also Freaky hat ja gesagt, er ist sogar... Freaky hat gestern oder heute, ich glaube es war gestern sogar, den Story Dungeon gemacht und er ist einfach 20 Mal gestorben oder so. Im Story Dungeon. Bruh. Also ich weiß zwar nicht genau wieso, ob der einfach so viel Schaden gemacht hat oder so, keine Ahnung. Aber hört sich auf jeden Fall ziemlich ätzend an. Im, ich wiederhole, Story Dungeon. Von dem her, ja. Also eine unverbuggtere Version zumindest. Also das heißt ja nicht, dass es dann zwingend leichter ist, aber eigentlich schon. Ich meine, wenn du weniger random stirbst, je weniger Leute sterben, desto schneller bist du wieder und so weiter. Ja. Also ich sag mal so, ein bisschen warten jetzt kann zumindest nicht mehr schaden. Weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass sie ihn noch schwerer machen. Wenn überhaupt, fixen sie vielleicht ein paar von den Bugs. Oder machen es angenehmer zum Spielen. Kudorshi, Level 4. Und ja. Aber allein, dass sowas auch schon nicht gefixt wurde, wenn er im Story-Modus verbuggt ist, ist natürlich auch insane. Über einen Monat nach dem Update. Und das war ja wahrscheinlich schon nach 2-3 Tagen bekannt. Also ich habe zwar, bis Freaky das gesagt hat, noch nie davon gehört, aber... Also, dass man da so oft stirbt dann. Aber... Ja. Geringe Priorität. Man fragt sich halt, was hat überhaupt eine hohe Priorität? Manchmal. Aber, ja, lauter solche Dinge halt, ne? Deswegen sage ich ja, also, es schadet vermutlich nicht, den nächsten Patch mal abzuwarten. Und wenn es doch schadet, ich meine, wie gesagt, erstens mal hätte man das ja nicht wissen können. Und zweitens, wie viele Patches können sie sich noch erlauben, wo sie das Spiel eher schlechter oder schwerer oder ätzender machen, als es davor schon war. Also ich meine, allzu oft können sie das nicht machen, weil sonst verlieren sie halt wirklich massiv Spieler. Und das schlägt sich ja dann auch negativ auf alles andere über. Also diesen Luxus haben sie zum Glück nicht. Also spätestens der nächste Patch sollte jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen Positivität zurückbringen. Vor allem, wenn man eh nur im 2-Wochen-Zyklus patcht. Das ist ja das, was ich auch schon so oft gesagt habe. Du kannst halt nicht einen übelst beschissenen Patch aufspielen, der die Leute genauso unzufrieden oder noch unzufriedener... Also entweder du bist genauso unzufrieden nach den letzten beiden Patches gewesen oder noch unzufriedener. Also Leute, die gelevelt haben, waren wahrscheinlich unzufriedener und eigentlich, ehrlich gesagt, wer zum Teufel ist von den Anku-Änderungen wirklich zufriedener gewesen. Also klar, diese 5 Leute, die sich über Solo-Farmen aufgeregt haben. Aber ich denke mir halt so... Also ich meine, klar, dass du eine Challenge bist und so, keine Frage. Aber... Also über diese Änderung kann doch keiner glücklich sein, oder? Also... Die sollen halt wirklich einfach zu jedem Dungeon nochmal so eine Hardcore-Schwierigkeit mit noch krasserer Droprate und so. Also wenn es wirklich diese Freaks da draußen gibt, die wollen, dass jedes Monster dich one-shottet, so ungefähr in einem Dungeon, das ist ja ihr gutes Recht und so, aber die Mehrheit der Spieler will das nicht. Und ich meine, mir persönlich ist es eigentlich scheißegal, ob jemand den Dungeon solo farmen kann. Er sollte halt jetzt nicht unbedingt mit einer 20-fachen Droprate dafür belohnt werden, aber... Also alle Runs, die ich am Anfang zumindest gesehen hatte, also als ich mir die Listen noch fast täglich angeschaut habe mit den Runs, die schlechtesten Runs waren über 50 Minuten. Teilweise auch von
Maze, wo sie zu viert oder zu zweit waren, weiß nicht mehr. Und das waren immer Runs, die knapp unter eine Stunde waren. Und ich meine, wenn einer Spaß daran hat, eine Stunde in diesem Dungeon zu rocken oder 50 bis 59 Minuten in dem Dreh, nur weil er es dann halt alleine oder zu zweit schaffen kann und dann halt mit weniger Leuten teilen muss und was weiß ich was, ja, dann soll er das machen. Aber ich meine, mir ist das doch scheißegal, ey. Und ich meine, wenn er das schafft, ist das ja auch irgendwo ein Achievement, dass du so viele ausgerüstete Charakter hast und so, dass du das machen kannst. Also, keine Ahnung. Also, ich finde, da gibt es dringendere Probleme, TBH. Wie zum Beispiel, dass der Story-Dungeon dich one-shottet. Das wäre für mich ein dringenderes Problem als die Tatsache, dass irgendjemandem das nicht passt, dass ein anderer Spieler so heftiges Equipment hat, dass er Solo farmen kann. Wie gesagt, dass natürlich Leute sich eine Schwierigkeit wünschen, die sich auch wirklich schwierig anfühlt und dann aber auch dafür belohnt wird. Dagegen sage ich gar nichts, aber das alles ist ja so überhaupt nicht umgesetzt worden. Also deswegen sage ich, wer zum Teufel war nach diesen beiden Patches wirklich zufriedener als vorher? Und davon abgesehen hat sich ja eigentlich auch nur geändert, wie man den Dungeon farmt. Jetzt ist halt die Priorität auf noch viel mehr AOE-Damage als vorher. Und, also bei den Dungeon-Gruppen musst du jetzt halt noch mehr AOE mitnehmen. Und das ist eigentlich das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Und es ist halt schwieriger geworden. Du musst mehr aufpassen, eventuell Stat-Pages, whatever, was man vorher nicht gebraucht hat. Aber es hat es jetzt ja auch nicht wirklich so viel schwieriger gemacht. Also ich habe ja die Run-Zeiten angeguckt, 1 Tag oder 2 Tage nach dem Patch. Und da waren genauso Runs, 20 Minuten, 24 Minuten, die meisten im 25 bis 35 Minuten Bereich. Also was hat das jetzt wirklich geändert? Das hat einfach überhaupt nichts geändert. Und Solo-Farmen vielleicht jetzt nicht mehr, ja. Kann sein, dass Solo es tatsächlich keiner mehr schafft oder vielleicht nur noch ganz, ganz wenige. Aber gut, dann farmst du halt zu zweit. Und ich meine, wenn dir das Solo-Farmen wirklich so auf den Sack ging, müsstest du dann nicht eigentlich auch gegen 2 Spieler farmen sein? Also, wenn du wirklich ein Hater von Solo-Farming bist, dann müsstest du eigentlich alles haten, was nicht 8 Leute sind, oder? Von der Logik her. Weil wenn dich wirklich das so aufregt oder so stört, dass Leute das Solo farmen können. Ich meine, ich finde das auch nicht cool, dass das Leute Solo farmen können. Aber dass sie es tun, letztendlich, wie gesagt, das betrifft mich ja nicht. Das kann ja mir egal sein. Und wie gesagt, einfach ist es nicht. Das kann man nicht einfach so machen. Man braucht dafür schon gutes Equipment und so. Und mehrere Charakter und pipapo. Also ich meine, so einfach, wie die Leute das dann auch darstellen, ist es eh nicht. Dass das nur 0,01% aller Spieler schaffen und so. Auch das wird dann nirgendwo erwähnt. Also die Leute fordern wirklich eine Patch quasi, eine Patch-Note gegen die Top 0,01% der Spieler. Ja, und ich meine, wie kleinlich ist das? Also ich meine, es gibt so viel dringendere Probleme in dem Game, als diese 0,01%er zu bepatchen und wegen denen alles ätzender zu machen, so ungefähr. Oder, ich meine, die Änderungen waren einfach nicht gut durchdacht. Das war halt so Kurzschlussreaktionen. Warum auch immer die darauf so schnell reagieren wollten. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, also zufriedener kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand ist. Also ich denke, für die meisten wird es einfach unverändert sein. Je nach Rolle. Ein paar Leute haben jetzt wahrscheinlich größere Schwierigkeiten, ein Team zu finden als vorher. Aber für die meisten TBH eigentlich kein wirklicher Unterschied oder eher schlechter. Also, keine Ahnung. Krausch, by the way. Sind Sie bereit für ein paar Dailies? Monsieur. Monsieur von zu Crash. Heulsusen kann man so bezeichnen, theoretisch, ja. Ich meine, wie gesagt, grundsätzlich ist das ja alles legitime Kritik. Aber habe ich Dailies gehört, Kudosh? Oh yeah. Also grundsätzlich sage ich ja nichts dagegen. Wie gesagt, also der grundsätzliche Gedanke, dass jemand den Dungeon solo farmt, den schwersten Dungeon im Spiel, der grundsätzliche Gedanke ist auch bei mir eher, ja, sollte natürlich eigentlich jetzt eher nicht so möglich sein. Aber wie schon gesagt, also ich meine, das ist so meine Position. Und danach ist es mir eigentlich egal. Wenn es dann halt trotzdem geht, dann ist es halt so. Also man kann es ja blöd finden, aber es kann einem ja trotzdem effektiv dann eigentlich egal sein. Weil ich kann es eh nicht ändern.
Und wie schon gesagt, die Leute, die es wirklich schaffen. Gut, bei Wilds haben es viel mehr Leute geschafft. Also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt noch, also jetzt wahrscheinlich wirklich kaum noch jemand oder keiner. Davor aber auch nicht. Also wie gesagt, man hat ja die Runtimes gesehen und die waren katastrophal. Und ich meine, wenn du dich darüber aufregst, meiner Meinung nach, müsstest du dich dann genauso darüber aufregen, dass es mit 2 Leuten geht. Von der Logik her, hold up. Oh, ich habe Pfeile mit rüber getradet. Na egal. Also von der Logik her, wenn ich jetzt wirklich sage, Solo soll es nicht möglich sein, weil es der Endgame-Dungeon ist, weil es der schwerste Dungeon im Spiel ist, weil es der höchste Content im Spiel ist, bla bla bla. Wie gesagt, grundsätzlich alles legitime Einwände, warum man das doof findet oder warum man sich wünschen würde, dass es nicht so ist. Aber dann kann ich doch nicht sagen, ach so, und 2 Leute schaffen es? 2 Leute schaffen es vielleicht sogar in 30 Minuten, wenn sie beide richtig heftige Chars haben. Ja, das stört mich dann nicht übrigens. So ungefähr. Und mit 2 Leuten kannst du es jetzt bestimmt immer noch farmen. Und zwar wahrscheinlich sogar noch relativ easy, wenn halt beide ein volles Set von brutal ausgerüsteten Charaktern haben. Also mit 2 Leuten geht es jetzt sicherlich immer noch. Und 3 Leute und je mehr Leute dann sowieso, ne? Und das verstehe ich dann halt nicht. Weil eigentlich müsste es wirklich so sein, dass, also, um diese Logik zu verstehen, würde ich davon ausgehen, dass es eigentlich so schwer gemacht werden müsste, dass es unmöglich ist, mit 8 Leuten es überhaupt zu schaffen. Außer die 8 Leute, oder in dem Fall dann 6 oder 7 Leute, müssten so heftiges Equipment haben, dass es wirklich wieder diese 0,01% aller Spieler sind. Diese Top-Spieler, die total unrealistische Equipments haben, die kein normaler Spieler hat. Dann sollte es möglich sein, vielleicht auch mit weniger als 8 Leuten und andernfalls nicht. Also so würde ich das interpretieren. Weil alles andere ergibt ja keinen Sinn. Ich kann ja nicht sagen, es ist zu leicht, man kann Solo farmen, regt mich auf. Dann machen sie es einen kleinen Ticken schwerer. Das heißt, man muss mindestens zu 2 sein. Ja, und dann rege ich mich nicht mehr drüber auf. Also das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Von der Logik her. Von dem her, um zurück zu meinem Ursprungspunkt zu kommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass mit diesen beiden letzten Patches jemand wirklich zufriedener ist als vorher. Vielleicht ein bisschen, weil man sich so denkt, hahaha, der Gustav kann jetzt nicht mehr solo den Dungeon farmen, haha, dem habe ich jetzt voll die Suppe versalzen, hey, ich hasse den Gustav voll, hehe, voll der Blödi. So, ja, toll, super, schön für dich, ne, aber allen anderen hast du es jetzt erstmal beschissener gemacht und zufriedener, so wirklich ist eigentlich auch keiner, also, ja, super. War ein toller Vorschlag, Bro. Also, keine Ahnung. Einfach ziemlich unnötig. Und wie schon mehrfach gesagt, es gibt halt echt Sachen, die viel mehr Leute betreffen und eben nicht nur diese Top 0,01%. Und eigentlich auch dringender wären. Wie gesagt, ein Story-Dungeon, der dich one-shottet. Sicherlich macht jeder den Story-Dungeon nur einmal. Ja, aber was ist, wenn ich keine Rest-Scrolls und keine Blessings habe? Dann schaffe ich vielleicht den Story-Dungeon nicht, dann muss ich nochmal rein, krieg die ganzen Quest-Belohnungen nicht, verliere 10 Blessings, 10 Rest-Scrolls mit 2 Chars, verliere auch noch arsch viel XP und so weiter und so fort. Ich meine, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht das Dringendste, aber ein Story-Dungeon, der nicht richtig funktioniert, betrifft theoretisch mehr Leute, als dass du Solo-Farmen von einem Dungeon fixt. Den sowieso nur gefühlt 5 Leute oder 10 Leute pro Server Solo überhaupt farmen konnten. Also rein von der Logik her fange ich doch da an, was alle betrifft und gehe dann runter zu dem, was nur ganz wenige betrifft. Also schon super weird.